Was macht eigentlich der Daily? Den gibt es natürlich auch noch. Ihr habt uns ja schon oft in den Kommentaren danach gefragt, wann es denn weitergeht. Wir haben einige Projekte gerade parallel am Laufen, aber beim Daily geht es jetzt mit richtig großen Schritten weiter. Und deswegen, Martin ist gerade in Übersee, aber deswegen fahre ich jetzt mal von Hamburg ins schöne Sauerland, um mir anzugucken, was der Daily denn gerade macht. Das heißt, das blaue Redaktionsmitglied macht selbst gerade gar nicht so viel. Volker Schweinsberg und seine Mann dafür umso mehr. Was es noch vor einigen Wochen nur als Plan auf Papier gab, nimmt jetzt Form an. Denn hier in der kleinen, aber feinen Schreinerei Reuter in Lennestadt entstehen gerade die Dummies für die Möbel in unserem italienischen Kastenwagen. Ihr erinnert euch sicher, in der vorangegangenen Folge haben wir euch gefragt, wie die Module idealerweise ausfallen sollten, und ihr habt fleißig kommentiert. Denn Ziel dieses Projekts ist ja, dass die Kastenwagenfahrer unter euch später die Möbelmodule einfach bei der Schreinerei bestellen, um sie dann in euren Fahrzeugen selbst zu verbauen. Dass sich die Tischler mit sowas auskennen, davon zeugen volle Auftragsbücher und etliche fertige Expeditionsmobile. Noch herrscht im Daily allerdings gähnende Leere. Wir stehen hier im krummen, kantigen, eckigen Auto und wollen hier Möbel reinbringen. Und müssen erstmal gucken, wie wir hier unsere Möbel an diese Gegebenheiten anpassen. Dazu bereiten wir Pappschablonen vor. Und die übertragen wir dann später auf unsere Möbel und arbeiten uns dann Stück für Stückchen vor. Das heißt im Klartext Bastelarbeit mit Schere und Karton. Schnitt für Schnitt tastet man sich an die Kontur des Innenraums heran. Wenn es passt, folgt der nächste Schritt. Ja, also das, was wir jetzt im Auto gerade abgenommen haben, das übertragen wir jetzt auf die Holzplatte. Und schneiden das dann auf der Bandsäge aus. Also wir haben ja jetzt unsere Pappschablone aufs Holz übertragen und haben unsere späteren Schrankseiten, unsere Korpusseiten ausgeschnitten und montieren die jetzt ins Auto. Das ist die Basis für uns, um nachher die Möbelkorpusse dazwischen einzuarbeiten. Ja, also wir beginnen mit den Wänden und arbeiten dann die Möbel. Die Wände müssen nachher vor Ort vom Kunden angepasst werden. Ja, weil jedes Auto ist hier anders und der nächste Kunde, der vielleicht kommt, der will gar nicht diesen Zwischenboden haben, wo jetzt das Reserverad drin liegt. Das heißt, alle Möbel sind dann ca. 30, 35 cm tiefer und somit ändert sich dann auch die Geometrie der Rückwände und die muss dann neu geschnitten werden. Deswegen, die Korpusse sind alle gerade, die passen, egal in welcher Höhe der Zwischenboden montiert ist, aber die Wände müssen vor Ort zugesägt werden. Etwas Eigenleistung ist also noch gefordert. Bei der Vielzahl an Innenräumen verschiedener Modelle bleibt das nicht aus. Ich sagte ja eben, dass die Möbel, die jetzt ins Auto kommen, die haben ja im Großen und Ganzen alle eine rechtwinklige Form. Also die Korpusse sind rechtwinklig und die haben wir schon vorbereitet und können die jetzt in unsere Wände dazwischen montieren. Und somit arbeiten wir uns Modul für Modul nach vorne vor. 8 einzeln bestellbare Teile sollen es am Ende werden. Wir stellen vor: Das ist das Kühlschrankmodul. Das ist das Küchenmodul, das steht daneben. Ja, also das ist im Prinzip die Küche. Dann haben wir auf der anderen Seite das Badmodul, steht jetzt schon halb drin. Das ist die Toilette dazu. So, hier haben wir das Eingangsmodul. Also hier wird auch nachher das Bedienpanel der Technik installiert. Das steht daneben.
Dieses steht nachher oben drauf. Dann haben wir hier eine Trennwand und wir haben hier unseren Kleiderschrank, der so daneben steht. So, ja. Das ist im Prinzip die Beifahrerseite. Ja, und das ist auch das, was ich eben sagte. Alle Schränke sind im Grunde genommen rechtwinklig, also müssen nicht an die Fahrzeugrückwand angepasst werden. Gerade Rückwände bei allen Schränken, bis auf einen. Das ist der einzigste Schrank, zeig's mal gerade, der eine angepasste Rückwand hat. Ganz einfach, weil er oben unter der Decke hängt und da geht es nicht anders, sonst hätten wir absolut keine Nutzfläche mehr im Schrank. Also das wird nachher unser Badezimmerschrank. Ja, und so habe ich noch genügend Tiefe, um allerhand da unterzubringen. Hier wird es nachher so sein, dass wir diese Leiste, die lassen wir nach oben länger, dass der Kunde dann nachher vor Ort sich die Dachneigung im Schrank anpassen kann. Ja, je nachdem, was es für ein Auto ist. Stück für Stück verschwinden die Teile im Daily. Es wird richtig wohnlich. Das ist der Dummy für den Heizkörper. Ja, das ist einfach, damit wir eine Maßsicherheit haben, damit wir auch nachher wissen, dass es passt und vor allen Dingen, dass es auch ergonomisch ist. Ja, dass ich im Prinzip immer noch gut auf der Toilette sitzen kann und das Handwaschbecken bedienen kann und solche Sachen. Das Waschbecken wird noch von einer Plastikschüssel simuliert. Die Toilette ist schon im Original vor Ort. Jetzt nimm mal Platz, damit man auch sieht, dass es ergonomisch ist. Ja, also ich stoße mir nicht den Kopf am Schrank und habe noch genügend Platz in der Schulter, am Heizkörper. Und unser Bad ist fertig. Vor der Trennwand geht's weiter. Das wird jetzt unser Küchenmodul. Da sind später Abfalleimer drin, da ist die Spüle drin, die Armatur. Da werden Schubkästen für Besteck, Töpfe und Vorräte sein. Und auch der Kühlschrank findet hier seinen Platz im eigenen Unterschrank. Ein Tipp: Wer bei den Schablonen sorgfältig arbeitet, wird sich später über die passgenauen Wände freuen. Aber ich muss nicht auf den letzten Millimeter genau arbeiten. Ich kann es mal zeigen. Also es ist durchaus okay, wenn ich hier hinten noch so viel Platz habe, dass ich irgendwo den Finger durchschieben kann. Weil wenn das Auto sich bewegt, wenn es fährt, die Karosserie arbeitet und ich habe sowieso überall Bewegung. Und wenn nachher die Verkleidungen montiert sind, sind diese Fugen alle nicht mehr sichtbar, sind die alle verschlossen. Jetzt fehlen noch die Module auf der Beifahrerseite und das war's schon fast. Jetzt kommt zum guten Schluss noch unsere Badtür. Es wird eine Pendeltür, die um 180 Grad sich öffnet. Auch bei der Tür wird es so sein, je nachdem, ob es eine Dusche hinter der Tür geben wird oder nicht, kann sich der Kunde die Tür selbstständig kürzen. Und bevor Fragen aufkommen, der Kleiderschrank im Bad bekommt passende Dichtung, damit er nicht beim Duschen geflutet wird. Wenn ich jetzt die Tür zur Toilette hin bewege, ja, machst du mal ganz auf, dann kann ich im Prinzip alles auflassen, kann hinten die Hecktüren im Auto aufmachen und sehe die Toilette nicht mehr. Ja. Oder wenn ich halt das Bad benutzen will, kann ich zumachen und bin ungestört. Nochmal zur Erinnerung, das sind nur die Dummies. Viel Aufwand, der sich aber lohnt. Gerade bei so einem Auto, wo keine gerade Wand ist, sollte man sich schon die Arbeit machen und alles einmal zurechtsägen und reinhalten und gucken, ob es passt, bevor ich mein gutes und auch teures Material zerschneide. Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Weil das hier, das lohnt sich dann wirklich. Die Arbeit, die ich jetzt hier reinstecke, die macht sich nachher
mehrfach bezahlt, weil ich weiß, besser geht es dann nicht mehr. Ja. Nach 2 Stunden ist der Rohbau zum Testen drin. Und wie geht es jetzt weiter? Das Material ist auf dem Weg zu uns. Wir werden anhand unserer Schablonen, die wir jetzt hier drin stehen haben, werden wir den finalen Möbelbau beginnen. Ja, wir werden die Originalplatten zuschneiden, wir werden die Beschläge einbauen, wir werden die Schubkästen einbauen, die Oberflächen lackieren. Und dann werdet ihr schon bald das Ganze nicht nur sehen, sondern auch anfassen können, nämlich auf der Messe 4x4 Rhein-Waal. Der Witz bei so einer Modulserie ist ja, dass man nicht das ganze Paket kaufen muss, oder? Nein, man muss nicht alles nehmen. Wir haben auf der Zeichnung die Module, die wir hier eingebaut haben, haben wir mal durchnummeriert. Und wir stellen uns auch vor, dass der Kunde nachher zum Beispiel sagt, okay, ich habe Interesse an Modul 1, 2 und 3. Ja, aber dieser Schrank in 60 cm Breite kann ich nicht gebrauchen. Ich kann ihn nur in 50 oder in 45 oder in 70 cm gebrauchen. Das wird später möglich sein, dass man die dann so konfigurieren kann, dass man die dann anhand von 2, 3 verschiedenen Oberflächen bestellen kann. Hier, wo ich gerade sitze, ist Modul Nummer 6. Das wird die Technikbox. Da wird nachher Elektrotechnik, Batterie, Wechselrichter und solche Dinge installiert werden. Dann gehen wir jetzt nochmal durch den Ausbau. Hier gibt es noch einige Änderungen im Detail. Was nachher noch abweichen wird von unseren Möbelschablonen ist, dass wir nicht so, wie es jetzt hier ist, unsere Kästen direkt auf den Boden stellen, sondern wir werden nachher hier einen 10 cm hohen Sockel in die Möbel einbauen. Und dieser Sockel wird gleichzeitig dann unser Technikkanal. Also da werden Wasserleitungen drin verlegt, da wird die Luftheizung kann hier drin verlegt werden und auch die ganzen Elektrokabel. Die Möbel werden mit Winkeln bzw. auch mit Holzrückwänden werden die an die Streben im Auto verschraubt. Also da muss man sich dann nachher, wenn man die Verkleidung der Wände macht, klar, da muss man sich natürlich diese Spriegel hier, die muss man sich irgendwo merken und anzeichnen, damit man dann da richtig was festkriegt. Bleibt noch die Frage, aus welchem Holz die Möbel später geschnitzt sein werden. Das ist das Material, was wir verwenden. Das sind Leichtbauplatten. Und wichtig für uns ist, diese Platten, haben ja einen Schichtaufbau, sieht man ja. Also die Schichten sind wesentlich enger als bei einer normalen Pappel-Sperrholzplatte. Gleichzeitig sind die Platten leichter und der große Vorteil ist, wo es uns wichtig ist, die haben alle eine wasserdichte Verleimung. Also der Leim ist durch und durch wasserfest. Und dadurch, dass es halt so viele Schichten sind, ist die Platte auch schraubfester als eine Pappel-Sperrholzplatte. Wer nicht auf Anthrazit mit Nussbaum steht, wird noch die Wahl über 2, 3 andere Oberflächen bekommen. Und die Tür zur Nasszelle wird natürlich nicht in Holz bleiben. Da wird es ein satiniertes Makrolon sein. Also Makrolon ist ja im Plexiglas, ähnlich wie im Plexiglas, nur dass es halt schlagfest ist und dass ich es halt zuschneiden kann. Ja. Dann kommen da noch Dichtungen dran, sodass auch wenn ich dusche, also wenn da hinten dann eine Dusche entsteht, dass mir das Wasser nicht hier bis vorne in den Fußraum läuft. Die Preise stehen übrigens noch nicht fest, spätestens zur Messe sind die aber fix. Und wenn ihr euch für den Camperausbau im Allgemeinen interessiert, wir haben hier schon etliche Filme zu unterschiedlichsten Themengebieten veröffentlicht, schaut dazu gern auch mal in unseren Kanal Explorer Garage.